Es war was Besonderes, was wir jetzt erlebt haben, aus zweierlei Hinsicht. Für mich war es auch die erste Meteoritensuche überhaupt. Es ist dann noch mal zu einem besonderen Erlebnis geworden, als wir festgestellt haben, dass es sich um einen besonderen Meteorit handelt. Hast du dich schon mal gefragt, woher wir kommen und wohin das Leben sich entwickelt? Das Museum für Naturkunde Berlin hat die Antworten. Wir erfinden uns neu und gehen mit dir in die Zukunft. Werde Teil unserer Museumsevolution. In der Nacht vom 20. auf den 21. ist dieser Meteor entstanden, also ist der Asteroid eingedrungen in die Atmosphäre. Man muss sich das so vorstellen, dieser Meteor, der etwa 1 Meter groß war, relativ klein, dringt mit einer hohen Geschwindigkeit von bis zu 15 Kilometern pro Sekunde in die Erdatmosphäre ein. Was dann passiert ist, durch die Reibung wird er so heiß, dass fast 90% seiner Masse verdampfen. Und der Rest zerbricht und dann fallen Hunderte von kleinen und größeren Bruchstücken auf die Erde. Die Nachricht ereilte uns, Kollegen, über meinen Kollegen beim Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum. Und wir haben uns dann sehr schnell organisiert und sind bereits am Sonntag rausgefahren und haben uns die Situation vor Ort angesehen. Das eine ist, dass die Umweltbedingungen sich sehr schnell ändern können, dass es gar nicht mehr möglich sein wird, so leicht die Meteorite zu finden. Deswegen muss man früh da sein. Und der andere Grund ist der, dass es natürlich sehr viele Sucher gibt, die Händler sind, denen es primär darum geht, Meteorite zu verkaufen auf dem Markt. Und die sind ganz, ganz schnell dabei. Wir haben vereinbart, dass die mitsuchen, unter unserer Anleitung diese Stücke auch der Sammlung des Museums für Naturkunde übergeben, dass es dann der Wissenschaft zur Verfügung gestellt wird. Und dann läuft man in Reihen über diese Felder und sucht ab und haben tatsächlich bis Donnerstag, also 4 Tage lang, nichts gefunden. Frische Meteoritenfälle sehen nämlich so aus. Man erkennt sehr schön die schwarze Schmelzkruste, die entsteht, wenn der Meteor in die Erdatmosphäre eindringt. Und der ist pechschwarz. Und danach haben wir gesucht, Ausschau gehalten, 5 Tage lang und nichts gefunden. Das polnische Team hat an dem Donnerstag das erste Stück gefunden, und zwar auch ein relativ großes, es sofort in die Social Media gesetzt. Somit waren wir natürlich auch informiert. Als wir dann das Stück gesehen haben, was gefunden worden ist, dann wussten wir, wonach wir suchen mussten, und das sah völlig anders aus. Am Ende sah das Stück so aus. Und nochmal zum Vergleich. Das ist natürlich was völlig anderes. Am Folgetag waren wir dann sehr erfolgreich und haben gleich über 10 Stücke gefunden. Ich muss dazu sagen, dass wir auch eine Begleitung hatten von einem Kollegen aus Kalifornien. Der Kollege Jenniskens vom SETI, eine NASA-nahe Institution, Spezialist im Bereich der Meteore, setzte sich sofort ins Flugzeug und kam Montag früh am Flughafen an. Den habe ich dann sofort abgeholt und wir sind direkt ins Gelände gefahren. So, hier habe ich das gute Stück. Ihr seht die große, schöne, gebrochene Seite mit den großen Fragmenten. Die wäre, glaube ich, was Gutes für das sieht sehr gut aus. Die Analytik. Das, was wir jetzt im Moment machen, ist die erste Beschreibung. Wir fotografieren die, wir müssen eine Auswahl fällen, welche Stücke jetzt sehr schnell in erste Untersuchung gehen müssen. Das ist eine sogenannte Mikro-RFA. Damit können wir 10 Mikrometer Schritten chemische Analysen von unserer Probe machen. Dann können wir an jedem Punkt sehen, wie sich die chemische Zusammensetzung verändert. Wir können aber auch Punkte genau analysieren, um einzelne Minerale in ihrer chemischen Zusammensetzung zu bestimmen. Hier sieht man die beiden Objektträger mit den Meteoriten, die wir vorhin am optischen Mikroskop untersucht haben. Und dieser Halter kommt jetzt in diese Schleuse. Hier oben wird ein Elektronenstrahl erzeugt und mit 15.000 Volt auf die Probe beschleunigt. Die Wechselwirkung zwischen diesen Elektronen und dem Material in der Probe, aus denen können wir dann die chemische Analyse anfertigen. Und dann gibt es eine Reihe von Kollegen, die sich das anschauen, ob das Ganze stimmig ist, ob das überzeugend ist. Und wenn das der Fall ist, dann wird der Meteorit akzeptiert und ihm auch gleichzeitig ein Name gegeben. Und dieser Name, der richtet sich in der Regel nach der Lokalität, wo er gefunden wurde.
Da wir es hier mit einem sehr seltenen Material zu tun haben, ist das von großer Relevanz, dass wir weitere Informationen gewinnen über den Mutterkörper und letztendlich damit auch über die Entstehung unseres Sonnensystems. Wie ist das abgelaufen? Wann ist welcher planetare Körper entstanden? Wie war die Entwicklung dieses Körpers? Und solche Dinge machen wir ganz wesentlich über die Meteoritenfunde. Da wir genug Funde haben, ist es unser Ziel, sehr, sehr bald hier schon diese Materialien der Öffentlichkeit zu präsentieren. Denn wir denken auch, es gibt vielleicht jemand, der immer noch auf die Suche gehen möchte und Interesse hat zu kommen, sich das anzusehen, um eine Idee zu haben, nach was muss ich denn suchen, oder letztendlich einfach interessiert ist, das Material mal zu sehen. Das wollen wir sehr bald machen. Es ist ein sogenannter Aubrit. Es gab bisher nur 11 beobachtete Fälle von Aubriten. Das ist der 12. beobachtete Aubrit-Fall. Und das noch in Deutschland, in Zentraleuropa sowieso selten, verbunden mit der Beobachtung des Feuerballs, vorher der Entdeckung des Asteroiden, bevor er eintrat. Diese gesamte Geschichte ist schon sehr, sehr besonders.